willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert. Ja, auf die heutige Rasur freue ich mich ganz besonders, denn heute soll ein Rasierhobel endlich mal drankommen, der schon unheimlich lange bei mir herumliegt. Und zwar ist das dieser hier. Das ist der Mühle R41 GS. Endlich mal wieder ein Rasierhobel hier aus meinem Bestand, obwohl man sagen muss, eigentlich ist er von euch. Denn das ist einer der Rasierhobel, die ich hier komplett von den Geldern aus der Trinkgeldkasse finanziert habe. Also nochmal herzlichen Dank an alle Trinkgeldgeber für diese tolle Sache hier, die heute hier zum Start kommen soll, der Mühle R41 GS. Also in der Ausführung komplett aus Edelstahl, hier mit dem Grande-Griff. So wird er geliefert. Der Preis bei Mühle, wenn man ihn bei Mühle direkt im Online-Shop kauft, 144 Euro. Ja, dafür bekommt ihr ihn hier, den Mühle R41 GS. Ja, für viele ist ja der Mühle R41 sowas wie der Endgegner oder auch der Angstgegner. Ich habe ihn hier in dieser Version, in der Chrom-Version, euch schon in einigen Videos gezeigt und ich glaube, man konnte sehen, dass man sich mit ihnen relativ gut rasieren kann, solange man ihn gewissen Respekt zollt, denn das ja, erwartet er quasi. Er hat einen halboffenen Kamm, einen Zahnkamm und ja, agiert auf der Haut schon relativ direkt und sehr, sehr effizient, muss man sagen. Also sehr gründlich. Also viele bezeichnen ihn eben auch als das Monster, als sehr aggressiven Rasierhobel. Wie gesagt, wenn man ihn mit Respekt behandelt und entsprechend so gewisse Vorsichtsmaßnahmen trifft, dann kann man sich mit ihm unheimlich toll rasieren. Er ist gerade so ein Rasierer für Leute, die es gerne etwas direkter auf der Haut mögen. Viele mögen das ja gar nicht, wenn sie sich mit so relativ zahmen Rasierhobeln rasieren, wo man die Klinge dann gar nicht spürt. Also hier könnt ihr euch sicher sein, hier spürt ihr die Klinge beim Mühle R41. Ja, wenn wir uns die beiden Exemplare hier einmal anschauen, er hier die ja, verchromte Messing-Variante oder mit Messinggriff und einem Druckuskopf und hier einmal die Variante aus Edelstahl komplett, sind sie sich sehr, sehr ähnlich. Also die Farbe unterscheidet sich hier so ein klein wenig, das geht mir so ins Weiße hier, die verchromte Version, das hier so ein klein wenig ins Gelbliche rein, auch so vom Aussehen her, der Griff hier in der Edelstahlversion etwas feiner ziseliert, kann man ganz, glaube ich, ganz gut sehen. Ansonsten fast gleich. Ne? Hier der Grande-Griff, hier der Grande-Griff, also sehr, sehr ähnlich. Vom Gewicht her sind sie auch gar nicht so weit auseinander. Da liegt die normale Version hier bei 93 Gramm und hier die Edelstahlversion bringt 116 Gramm auf die Waage. Die Griffe beide gleich lang mit 9,8 Zentimeter. Ja, tolles Gerät hier. Freue ich mich schon sehr drauf, was man so lesen kann, dass er hier in der Edelstahl-Variante noch aggressiver oder noch direkter sein soll als ja, sein Bruder hier in der Chrom-Variante. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, das ist dann wirklich für mich auch so der Endgegner. Ich habe mich mit ihm noch nicht rasiert. Er liegt, wie gesagt, schon unheimlich lange bei mir im Schrank und wartet auf seinen Auftritt. Ich hatte so viele Leihhobel am Start, die ich jetzt erstmal bringen wollte in den Videos. Deswegen habe ich ihn immer zurückgestellt, aber jetzt kann ich hier auch nicht mehr länger warten. Jetzt muss ich ihn unbedingt einmal hier auf meinem Gesicht spüren und bin total gespannt, wie ich heute mit ihm zurechtkomme und was er mir dann für eine Rasur zaubert. Ich würde vorschlagen, wir schauen ihn uns jetzt einmal von Dichten nochmal an auf dem Drehteller und dann zeige ich euch die anderen Sachen, die heute hier in der Rasur an den Start gehen sollen. Cualquier oferta es buena si quieres.
das Teil, finde ich. Also ich habe richtig bisschen Lampenfieber hier vor dem. Ja, ein richtiger respektabler Rasiervogel. Also bin ich sehr gespannt. Wichtig ist bei dieser Nummer natürlich, dass wir eine vernünftige Klinge nutzen. Die normale Variante hier, die Variante aus Chrom habe ich auch schon benutzt mit der Feather. Also das funktioniert auch, selbst mit einer mit der schärfsten Klinge der Welt, sag ich mal, funktioniert hier der R41. Also das geht, ohne dass man hier gleich irgendwie Blutkonserven an den Start bringen muss oder so. Ihn werde ich heute nutzen, habe ich mir überlegt, hier mit der ganz normalen Mühleklinge. Also das passt eigentlich immer ganz gut. Die Hersteller testen eigentlich ihre Geräte dann auch mit ihren Klingen und ich denke, das wird eine gute Kombi sein, die man auf jeden Fall vernünftig nutzen kann. Also die soll es heute sein. Wichtig ist natürlich auch, dass wir unser Gesicht entsprechend, wenn wir sowas hier vorhaben, vorbereiten. Das heißt, ein gutes Pre-Shave ist wirklich vonnöten. Und da gibt es viele tolle Sachen als Pre-Shave, die man nutzen kann. Viele tolle Wässerchen, teure Wässerchen auch. Für mich, meiner Meinung nach, ist immer noch eins das beste Pre-Shave. Und zwar ist das hier ganz normales Babyöl. Das ist hier das Babyöl von Penarden. Das gibt es auch von anderen Herstellern, von Johnson & Johnson oder was weiß ich auch immer. Das, finde ich, ist für mich eine ganz einfache, günstige und absolut effektive Sache. Schützt unheimlich gut die Haut, finde ich, weicht dazu noch ein bisschen das Barthaar auf und hilft auch dabei, dass die Klinge vernünftig nachher über die Haut gleitet. Für mich mit das effektivste und eigentlich beste oder günstigste Pre-Shave, was man nutzen kann. Also all die anderen Wässerchen sind sicherlich nicht schlecht, Sachen, die ich hier als Pre-Shave habe, aber das ist hier für mich immer noch am besten und am effektivsten, muss ich sagen. Also da kann ich absolut nur zuraten. Sucht euch da eins aus. Es gibt von verschiedenen Herstellern. Wie gesagt, hier ist schon durch das ganze Öl hier hier ist das Papier hier, das Etikett hat sich abgelöst. Aber trotzdem, das nutze ich schon ewig lange. Das hält unheimlich lange. Nachteil ist immer, dass man die öligen Finger danach erstmal ordentlich vernünftig abwaschen muss. Aber das ist wirklich eine absolut tolle und sehr, sehr effektive Sache. Damit werden wir schön das Gesicht vorbereiten. Dann werden wir heute nutzen als Rasierseife diese Geschichte hier von Denim. Denim ist eine alte Geschichte aus 1975. Das war eines meiner ersten Düfte und Aftershaves, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe. Gab es eine tolle Werbung damals, Denim für Männer, die cool bleiben, auch wenn es heiß wird. Aber so einer mit so einem geknöpften Jeanshemd und von hinten kam so eine Frauenhand und streichelte so seine behaarte Brust. Es war eine ganz, ganz coole Werbung damals. Denim, eine schöne Sache, ist eine Rasiercreme, die es immer noch zu kaufen gibt, hier in dieser Tube. Die werden wir schön benutzen. Wir werden sie aufschlagen mit einem Pinsel, der ebenfalls aus dem Hause Mühle kommt. Hier, das ist der Mühle Rhythmo, hier mit so einem schönen schwarzen Kunstharzgriff und einer Black Fiber Borste. Das sind 21 mm Synthetikknoten, ganz, ganz schön. Er ist für Leute jetzt, die ordentlich Backbone mögen, ist das nicht unbedingt geeignet. Ich würde ihn fast so ein bisschen wabbelig bezeichnen, hier den Kopf, aber ich mag ihn unheimlich gerne. Ich finde, das schaut unheimlich super gut auf und mit den 21 mm ist er nicht zu groß, nicht zu klein. Ich habe eine neue Brille im Übrigen, sieht man. Jetzt meine Geschichten hier mit den Augen sind endlich abgeschlossen, also die Linsen sind jetzt drin. Danach bin ich nochmal gelasert worden auf jedem Auge und jetzt ist es soweit abgeschlossen, konnte ich mir endlich mal eine neue Brille besorgen. So, jetzt das ein bisschen größeres Modell mit größeren Gläsern, ist ja modern. Also das ist jetzt die Brille für die Zukunft sozusagen. Ja, den wollen wir also nutzen, damit werden wir schön im Shaving Bowl, und zwar hier in diesem, im Fine Leather Bowl, werden wir schön genüsslich hier mit dem Mühle Rhythmo die ganz, ganz wunderbare Denim Rasiercreme aufschlagen. Für hinterher haben wir dann auch das Denim hier liegen.
Und zwar das passende Aftershave, das Denim Classic. Auch ein toller Duft, finde ich. Ich nutze ja auch gerne das Denim Musk. Das habe ich auch euch schon in einigen Videos gezeigt, aber das hier ist auch eine tolle Nummer. Es erinnert sehr stark an das Azaro Pour Homme. Das habe ich auch unheimlich lange genutzt als Eau de Toilette Azaro Pour Homme. Und da geht der Duft so ziemlich in die Richtung. So ein bisschen würzig, holzig, ledrig. Ganz geil. Das hat hier ein klein wenig mehr Süße als das Azaro Pour Homme. Aber ja, habe ich jetzt wieder entdeckt letztendlich. Eine tolle Sache. Wie gesagt, aus 1975. Ja, da war man noch jung und wild und knackig irgendwie. Da erinnere ich mich gerne dran. Also der Duft beamt mich sofort wieder in diese Zeit zurück. Ja, damit werden wir uns dann nachher abfreschen. Nicht fehlen darf dieser hier, der Block Osma, also ein Alone-Block, den habe ich mir hier vorsichtshalber hingelegt, denn das kann schon gut sein, dass der Mühle R41 GS hier so ein klein wenig Spuren hinterlässt auf der Haut. Deswegen werden wir nachher einmal auf jeden Fall hier mit dem Alone-Block über die Haut gehen. Und ganz zum Abschluss werden wir die Haut dann einmal pflegen, damit sie sich dann nach der Tortur, sag ich mal, die hier vor ihr liegt wahrscheinlich, denke ich nicht. Wahrscheinlich wird das eine ganz vernünftige Nummer werden. Da habe ich hier das Bulldog Aftershave Balsam. Ist auch eine schöne Nummer. Da ist Kamille drin, Aloe Vera und grüner Tee. Das bringt die Haut dann nachher so ein klein wenig runter auch und versorgt sie so ein bisschen mit Pflege. Und ja, dann wird das hier eine vernünftige Rasur. Hoffe ich. Also drückt mir die Daumen. Wünscht mir Glück sozusagen, damit ich nach der Rasur dann einigermaßen heil noch aussehe. Ja, also so soll es sein. Dann würde ich vorschlagen, starten wir auch gleich. Ich mache mir einmal kurz das Gesicht nass. Und dann werden wir hier schön das Öl auf die Haut bringen. Ich schüttle das eigentlich immer ganz gerne. So, und ja, danach, wie gesagt, ist immer großes Händewaschen angesagt. Aber das können wir hier schön satt und reichlich auftragen. Ordentlich auftragen. Kann dann schön hier einziehen. Und wie gesagt, das ist in meinen Augen die effektivste Nummer hierfür als Pre-Shave. Also man gibt wirklich nichts anderes irgendwie. Nachteil ist diese Händewascherei. Das nervt mich auch so ein bisschen, aber das lohnt sich schon. Und auch mit warmem Wasser, dann löst sich das Öl auch schnell hier von den Händen. Danach die Hände gerne nochmal abtrocknen, so das Öl nochmal hier so ein bisschen mechanisch auch entfernen. Und dann war es das eigentlich auch schon mit der Vorbereitung. Dann können wir weitergehen und uns hier einmal eine Mühleklinge rausgreifen, die auch vernünftig ist. Also gegen die Mühle Rasierklingen kann man nun mal gar nichts sagen. Ich will sie euch gleich einmal zeigen. Mühle Rasurkultur steht drauf. So schaut sie aus. Ist nicht angeklebt. Also ganz locker hier im Papier drin. Dann nehmen wir uns den Hobel. Ganz normaler Dreiteiler. Und auch die Köpfe sehen zu verwechseln ähnlich aus. Man kann das ein bisschen sehen hier vom Innen. Die sind ja so ein bisschen matter. Ja, sonst kann man die Köpfe wirklich so, wenn man die jetzt von außen sieht, sieht man kaum einen Unterschied zwischen den Versionen. So, dann können wir hier die Klinge einmal einlegen. So, ich ziehe drin. Kommt hier der Kamm drauf. Und dann schrauben wir ihn zu. Klinge steht eigentlich so gut wie gar nicht raus. Also sieht man ganz, kann man sehen. Aber trotzdem soll das hier eine relativ direkte Nummer werden. So, dann legen wir ihn einmal beiseite. Also hier die Klinge, kein Überstand. Quasi ganz minimal. Man kann das spüren, aber sehen kann man es eigentlich nicht, dass hier ein Überstand ist von der Klinge. Doch, ein bisschen kann man es sehen jetzt hier. Ganz minimaler, aber sich damit zu schneiden, das ist fast schon nicht möglich, glaube ich, hier unter der Nase. Also da brauchen wir, glaube ich, keine Angst zu haben. So, dann können wir uns jetzt an die Seife machen. Da werden wir uns jetzt hier einmal einen schönen Klecks von der Denim Shaving Cream
in den Shaving Bowl machen. Bei Dambiro habe ich sie im Übrigen gekauft. Da gibt es die Sachen von Denim, werden ja in Italien hergestellt. Und ja, eine tolle Sache. Also ich bin da begeistert nach wie vor. Hatte jetzt lange Zeit nicht in Gebrauch, aber ja, hat mir dann jetzt vor ein paar Jahren das Denim Masken mal wieder zugelegt und dann die normale Version dann auch. So. Rasierseife ist drin, jetzt kommt der Mühle Rhythmo hier an den Start. Jetzt ditchen wir hier unten so ein bisschen ins Wasser rein, machen den nur einmal ein klein wenig nass und schlagen hier das überflüssige Wasser aus. Und dann gehen wir hier einmal in die Seife und drehen hier ein paar Runden im Shaving Bowl, klein wenig Wasser kann auch ran. Und dann machen wir uns hier schön das Gesicht voll Schaum, damit dann der R41 auch ordentlich was zu tun bekommt. Ja, Ausbeute hier im Gesicht, ganz normale Stocheln von einem Tag. Also nichts Übermäßiges, was er hier wegzuwuppen hat. Normales Tagesgeschäft. So, das ist jetzt hier der Schaum. Oh, da muss noch mehr Wasser ran. Bisschen dick. Ja, klein, nicht Wasser können wir noch zumachen. Komm her. So. Oh, Junge. Oh, könnte noch mehr Wasser, dann wird das noch fluffiger hier. Oh, also ich liebe diesen Pinsel hier. Ich muss mir den Spiegel hier nochmal eben so ein klein wenig, ja, so ist besser, zurechtstellen, weil er unheimlich weich ist. Hier, schaut euch das an, was der auch an Schaum alles noch beherbergt hier. Ne? Wahnsinn. Toller Schaum. Ich liebe ja sowieso Rasiercremes. Finde ich sowieso toll. Die wirklich einfach aufzuschlagen. Also wenn ihr jetzt Anfänger seid oder Einsteiger seid, besorgt euch eine Rasiercreme. Was sollt ihr euch damit festen Seifen rummühen? Das ist manchmal gar nicht so einfach, die aufzuschlagen. Aber so Rasiercremes aus der Tube oder auch aus dem Tiegel, die Sachen jetzt von Taylor, von Bond Street, das geht eigentlich immer. Damit guckt man immer. So schaut das aus. So können wir eigentlich an die Sache rangehen. Er ist beladen, wir haben schön Schaum im Gesicht. Wir haben ein gutes Pre-Shave, das wir nutzen. Und jetzt werden wir ganz genüsslich einen Durchgang machen. Viele sagen ja, das ist so ein typischer Durchgangsrasierer. Das reicht ein Durchgang und dann ist man glatt. Das ist bei mir nicht so, zumindest nicht bei der Version hier. Da braucht ihr auf jeden Fall einen zweiten Durchgang. Also er ist schon gründlich, aber auch nicht übergründlich oder außergewöhnlich gründlich. Ich lege ihn einmal an, ich bin ein bisschen vorsichtig, lasse das Ganze hier sinnig angehen. Ich kippe ihn so ein klein wenig und dann merke ich schon, dass die Klinge hier zufasst. Und wir ziehen jetzt hier unsere Bahnen mit den R41. Und ja, also ich finde jetzt vom Feeling her, habe ich mich jetzt hier schon, man spürt die Klinge, aber ist jetzt nicht außergewöhnlich, fühlt sich nicht brutal an oder so. Zu spüren ist die Klinge. Aber das soll sie ja auch, das darf sie auch gerne. Ja, und macht auch schon relativ gründlich. Also für den ersten Durchgang ist das hier schon, da kann man fast so lassen hier oben. Also das ist schon nicht schlecht. Also das schaffen andere Rasierhobel so in der Form eher nicht. Ja, wenn man hier schön sinnig arbeitet und das nicht übertreibt, hier wie gesagt ganz wichtig, nicht drücken.
Nur nicht drücken. Und sinnig arbeiten dabei. Schön locker bleiben. So. Ja, also für den ersten Durchgang ist das schon relativ glatt. Das will ich mal sehen. Habe ich hier irgendwie eine Ratsche? Sieht fast ein bisschen aus, ne? Müssen wir mal gucken, wie sich das gibt. Also hier unten da bin ich noch nicht glatt genug. Hier oben könnte man das fast so lassen. Also damit könnte man schon fast mit einem Durchgang jetzt zufrieden sein. Also man ist hier absolut mit dem einen Durchgang Tanztee tauglich. Also das kann der schon hier, der 41. Ich will mir noch mal eben das Gesicht noch ein wenig glatt machen. Ja. Und dann gehen wir hier noch mal kurz in den Shaping Bowl rein und gucken noch mal, was wir hier an Schaum für den zweiten Durchgang hier noch mal zustande bringen können. Also die Rasiercreme jetzt gar nicht so stark geduftet, hier mit diesem typischen Denim-Duft. Auch eher dezent. Aber nachher das Aftershave, das ist cool. Also wer das Azaro Pour Homme mag oder das früher mal genutzt hat oder sowas, das passt doch gut zu. Oh, so herrlich, also tolle Seife. Ganz tolle Seife. Rasiercreme, wunderbar. So, schon begradigen hier. Okay, dann jetzt einmal gegen die Wuchsrichtung, also von unten nach oben. Fangen wir auch locker an. Und hier jetzt besonders vorsichtig, ja, jetzt merkt man schon, wie er hier zur Sache geht. Deutlich jetzt zu spüren jetzt gegen die Wuchsrichtung. Die Direktheit der Klinge. Ja, das ist aber auch fast schon spiegelglatt hier. Brauchen wir kaum ein ganz bisschen hier vielleicht noch nacharbeiten. Also das ist schon sehr. Schon sehr glatt. Aber hier ist auch immer so eine Stelle, hier schneide ich mir in der letzten Zeit ganz gerne. Hier ist ein ganz kleiner Dipsel. So, jetzt gehe ich immer hier so längs. Ohne Schaum. Oh, ja. So. Also hier ist gut. Hier würde ich sonst auch immer auf jeden Fall jetzt nochmal ausputzen. Hier könnte man noch einmal so längs gehen und hier könnte man noch einmal so längs gehen. Machen wir jetzt auch. Egal. Eigentlich kann man das fast so lassen. Dann kommen hier so kleine. Wenn ich jetzt hier nochmal übergehe, dann ratsche ich mir das wahrscheinlich richtig auf. Aber wir wollen ja nun mindestens so glatt sein wie mit den anderen Rasierungen, die wir hier so am Start haben. Und nur weil das hier der R41 ist, da gelten für den keine anderen Regeln. Glatt soll er schon machen. Oh, das habe ich gemerkt. Werde ich die Haut straffen sollen. So, das ist glatt hier. Und hier sieht man schon,
Also ihr seht, ganz ohne Blessuren komme ich auch nicht aus der Nummer raus. Hier ist es auch ein bisschen blutig geworden. So ist es aber okay. Die Glätte finde ich absolut gut. Ich werde mich jetzt mal schön kalt abfrischen und dann müssen wir mal sehen, was nachher am Ende hiervon offen bleibt. Wir gehen auf jeden Fall gleich einmal mit dem Alaun-Block rüber und dann schauen wir mal, wie es danach aussieht. Ich tauche mal an. Boah, ja. So. Ja, man kann das richtig sehen, ne? Wie das Wasser hier erperlt, richtige Wasserperlen hier noch auf der Haut. Also dieses Öl, das schützt schon relativ gut die Haut. Ne? Kann man nicht anders sagen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Hier unten ist es schon deutlich gerötet. Ne? Es ist schon noch roter als normal. Deswegen werden wir ihn jetzt hier einmal nehmen, den Block Osma, das ist hochwertiges Potassium-Alaun. Nehmen wir jetzt einmal hier in die Schüssel mit dem warmen Wasser ran. Damit aktivieren wir ihn so ein klein wenig. Und dann gehen wir hier einmal hier über die Haut komplett rüber. Und das britzelt auch so ein klein wenig, besonders hier unten am Hals. Also man hätte sich wahrscheinlich das Ausputzen hier am Hals schenken sollen. Aber dann werden noch so ein paar kleine Sachen werden noch gestanden und das habe ich bei anderen Rasuren, mache ich das ja auch nicht. Da rasiere ich so lange, bis ich wirklich spiegelglatt bin und dann muss ich selbst hier mit dem R41 GS, der braucht auch einen Ausputzdurchgang, ja, sonst wäre ich hier nicht vernünftig glatt gewesen, also wäre ich nicht zufrieden gewesen. Dann, ne? Also so, ja, wenn einige sagen, die sind schon mit einem Durchgang da zufrieden, dann ist es okay, das ist deren Sache, es ist ja eure Haut, eure Regeln oder euer Gesicht, eure Regeln, aber für mich wäre das nichts. Also wäre ich mit einem Durchgang schon gar nicht zufrieden, mit zwei wäre das so okay, aber so richtig glatt bin ich eben auch erst mit 2,5 Durchgängen gewesen. So, mit dem Alaun jetzt geht das aber, das scheint hier zu bleiben, hoffe ich zumindest. Insofern ist so ein Alaun-Block wirklich ja auch Gold wert, sag ich mal. Also damit kann man selbst so eine Rasur, die, ihr habt es gesehen, so kleine Dipsel waren da, kleine Spots, die werden verschlossen und dann hat man Ruhe, sag ich mal. Ich wasche mir das Alaun jetzt einmal runter, denn das muss jetzt nicht einfach so auf der Haut bleiben, das kann man dann noch runterwaschen und dann, es hat jetzt so seinen Dienst getan, sag ich mal, und die verschlossen die kleinen Blutungen hier und dann kann man den Rest auch runterwaschen. Muss man dann nicht mit sich herum perlt immer noch ab das Wasser hier vom Öl. Dann können wir jetzt einmal das Gesicht hier auch abtupfen. Hier mit dem Rasiertuch. Nur ganz vorsichtig, jetzt nicht zu doll reiben. Nachdem ihr dann Alaun erfolgreich angewendet habt, nicht, dass ihr euch das was das Alaun jetzt verschlossen habt, jetzt gleich wieder mit dem Rubbeln vom Handtuch aufreiben. Deswegen nur vorsichtig abtupfen. Ja, ich bin zufrieden mit der Rasur, hat er gut gemacht hier. Muss ich gucken, dass ich jetzt den richtigen, die sind schon sehr ähnlich, ne? Aber das ist hier der GS. Es ist interessant gewesen. Jetzt im direkten Vergleich, er war schon ein Stück direkter noch. Mir reicht eigentlich diese Version aus. Hier die ganz normale Version hier mit dem Grande Grip. Finde ich astrein, da kriege ich mich super glatt mit und kann mich auch quasi verletzungsfrei mit rasieren. Das ist mir mit Ihnen hier nicht so ganz gelungen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Testrasuren machen und da muss ich mir überlegen, wirklich ernsthaft, ob er hier im Bestand bleiben soll oder ob ich mich für ihn hier entscheiden soll. Also jetzt von der Verarbeitung her finde ich ihn
schon exakter gearbeitet, das kann man sehen, besonders am Kopf. Die Griffe sind nahezu identisch, also da würde ich jetzt keinen Unterschied sehen. Der Kopf hier so ein klein wenig ja, direkter noch. Wie gesagt, die Direktheit hier vom R41 reicht mir eigentlich in dieser Version. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Es ist aber eine total interessante Erfahrung. Ich werde auch nochmal eine Vergleichsrasur machen, zumindest so für mich, um zu sehen, was funktioniert hier eigentlich besser, wo hat er jetzt die Vorteile und wo hat er die Vorteile, und wird mich dann ja werde ich wahrscheinlich nur einen Bestand behalten, obwohl das ist so ein Ding, das gehört ja nicht in jeden Bestand. Aber er jetzt nicht unbedingt. Muss ich mir überlegen, vielleicht kann man das Geld dann auch wieder freisetzen für andere interessante Produkte, obwohl man ja natürlich immer doch eine Menge Geld dann wieder verliert, wenn man diese Dinge weitergibt oder weiterverkauft. Aber alles zu behalten macht auch keinen Sinn. So, nach meiner Meinung. Okay, soweit. Jetzt kommen wir hierzu, zum wunderbaren Denim Classic 1975. Was für eine tolle Zeit, muss ich sagen. Das ist so, da war ich 75, war ich 12. Und ich weiß gar nicht, wann ich mit denen hier zuerst in Berührung gekommen bin, weiß nicht, mit 13, 14 oder so. Das war eines meiner ersten Sachen, die ich mir gekauft habe, weil ich auch die Werbung da im Fernsehen so cool fand. Irgendwie Denim für Männer, die cool bleiben, auch wenn es heißt. Da war man noch gar kein Mann, aber ja, man wollte zumindest so riechen. So, da geht jetzt ordentlich was auf die Kralle hier, kostet nicht viel. Und bei 5 Euro liegt das, glaube ich, das gute Denim hier. Und wie gesagt, bekommen tut es bei Dambiro. Es ist so ein Online-Händler, der unheimlich viel Sachen aus Italien anbietet. Oh, herrlich. So ein klein wenig süßlich, schwulstelig riecht das, aber irgendwie absolut top. Ich habe das wieder lieben gelernt. Wie gesagt, ich habe sonst das Denim Musk genutzt. Das ist so eine grüne Pulle ist das. Und habe das jetzt aber wieder entdeckt. Ich habe das immer abends so getestet, zum zu Bett gehen. Das mache ich auch mal ganz gerne, dass ich mir noch mal was auflege. Habe dann immer schöne Träume gehabt hier mit diesem Denim Classic hier. Wunderbar. Das ist sowas wie so eine Schlafmedizin. Abends noch mal zum zu Bett gehen, Aftershave auftragen und dann mit diesem Duft wunderbar einschlafen und dann tolle Träume haben. Wunderbar. Denim für Männer, die cool bleiben, auch wenn es heiß wird. Wie gesagt, so ein klein wenig in die Richtung gehen, wie das gute Azzaro Puro. Wunderbar. So, jetzt kommt noch ein bisschen Pflege von Bulldog. Kommt man auch in jeder Drogerie mit grünen Tee-Extrakt, wieder viel zu viel hier. Kamille und Aloe Vera tut auch der Haut gut. Bringt die Haut jetzt noch mal so ein bisschen runter, die Brille noch mal abnehmen. Und hier so ein klein wenig. Das hat das ganze Gesicht gut. Wunderbar, eine schöne Rasur. Ohne dass ich jetzt hier auf Fremdblut angewiesen gewesen wäre. Also Blutkonserven sind hier nicht zum Einsatz gekommen. Toller Rasierhobel. Wie gesagt, er tut es auch. Also sollte jeder mal ausprobieren. So die R41 in der normalen Version hier im Zinkdruckskopf sind wirklich super gearbeitet. Also es ist gute Qualität und die findet man unheimlich günstig als Gebrauchtware bei eBay Kleinanzeigen. Also sind die ganz oft zu finden zu wirklich total günstigen Preisen. Also wer da mal so ein bisschen, sollte man mal ausprobieren. Ist wirklich ein toller Rasierer, so für Leute, die ein klein wenig mit Action mögen. Und wie gesagt, ihn fahre ich hier auch mit einer Featherklinge und das ist eine ganz tolle Kombination. Wirklich für Leute, die jetzt auch nur alle 3 oder 4 Tage sich rasieren, ist das eine gute Sache, hier so ein R41 im Programm zu haben. Ja, vielen Dank für euren netten Besuch, dass ihr wieder zugeschaut habt und ja, ich hoffe, euch hat das ein klein wenig gefallen. Vielen Dank nochmal an alle Trinkgeldgeber hier, die den Kanal hier so toll unterstützt haben und mir eben quasi spendiert haben. Also es ist gut angelegtes Geld hier, euer Trinkgeld, kommt tollen Sachen hier zugute. Wie gesagt, ich werde schauen, ob ich ihn jetzt im Bestand behalte. Ansonsten setze ich das Geld frei für eine neue Anschaffung, denn aus der Trinkgeldkasse.
Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mir wieder total Spaß gemacht hier mit euch. Ich habe lange ihn zurückgehalten und war jetzt so gespannt, dass er jetzt einfach endlich mal kommen müsste. Und hat sich gelohnt, war im Endergebnis eine gute Rasur. Alles ist zu, jetzt mit dem Alarm und alles bestens. Ganz, ganz wunderbar. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. War mir eine schöne Zeit mit euch. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche euch schöne, viele Rasuren. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns dann in alter Frische und im selben Hemd. Macht's gut. Bis dann. Ich sag Tschüss.